und liebe Grüße aus Hamburg. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Jenny Siering. Ich bin Energy Healer, Soul Coach und Yogalehrerin. Und du hörst heute deinen Herzzeit-Podcast zu deinem Glück und zu deinem Herzen. In der heutigen Folge geht es darum, sehe und fühle dein Ziel und du ziehst es in dein Leben. Du kreierst heute dein Mantra für dein Leben oder für das, was du gerne in deinem Leben haben möchtest. Und diese Folge ist ganz aktuell meiner Situation angepasst. Deswegen war es mir auch so wichtig, dass ich diese Folge nochmal mache. Denn letztendlich habe ich schon so ähnlich über dieses Thema gesprochen. Wenn du neugierig bist, kannst du dir gerne Folge 17, Dankbarkeit wird dein Leben verändern, anhören, wenn du da noch mehr zu hören möchtest. Doch wo geht es heute drum? Es gibt ein Tool bei mir und es ist so verrückt, dass ich es immer wieder vergesse und ich immer wieder in Situationen kommen muss, wo es mir wieder einfällt und ich dann merke, krass, es ist doch eigentlich so einfach und warum habe ich das vergessen und warum mache ich das nicht immer so? Ich möchte ein bisschen ausholen. Es ist vielleicht auch gerade bei dir so, dass wir gerade Winter haben. Vielleicht hörst du diese Folge im Winter, dass es grau um dich herum ist, dass du vielleicht auch das ein oder andere Wehwehchen gerade hast, dass du vielleicht zu Weihnachten auch zu viel Fett gegessen hast, du dich körperlich gerade nicht so wohl fühlst und du vielleicht auch einfach sagst, okay, der Sommer, das ist schon eher meine Jahreszeit oder der Herbst oder der Frühling, aber der Winter ist es nicht. Und du auch einfach so ein bisschen so die Gemütszustand hast, dass du dich vielleicht nicht so wohl in deinem Körper, vielleicht auch emotional nicht so gut fühlst. Und du auch eigentlich gar nicht so das Gefühl hast, da jemals vielleicht wieder rauszukommen. Vielleicht sind es auch schon so leichte depressive oder traurige Züge, die du an dir hast. Und es ist ja immer leicht zu sagen, denke positiv, sei positiv, wenn es uns gut geht, dann kann ich das auch super. Und manchmal ist es aber einfach so, dass man sich vielleicht in Zeiten nicht so gut fühlt, überfordert fühlt, gebrechlich fühlt, emotional aufgewühlt fühlt. Wenn dann jemand auf einmal sagt, ja, da musst du einfach positiv denken, dann ist es bei mir manchmal so, dass ich denen am liebsten, ja, einfach sagen möchte, ey, mir geht es aber gerade nicht gut, ich kann nicht positiv denken. Und gleichzeitig weiß ich, dass unsere Gedankenkraft halt unser stärkstes Tool ist, um unseren Körper, wirklich das ganze System wieder zu stärken, wieder in Harmonie zu bringen, wieder in die Kraft zu bringen. Und manchmal geht es halt einfach nicht. Doch es gibt ein einfaches Tool und das hilft mir wirklich sehr. Und bei mir ist es einfach die Dankbarkeit und wirklich schon zu sehen, dass es schon so ist. Und deswegen kreieren wir heute dein Mantra, was du dir die nächste Zeit einfach sagen kannst. Und im Titel heißt es, du musst es sehen oder fühlen. Gerade wenn du in so einem Level gerade vielleicht bist, wo du dich nicht danach fühlst, dankbar zu sein oder du nicht das Gefühl hast, dass es jemals besser wird, dann ist trotzdem dieses Tool so gut, weil auch wir müssen es noch nicht fühlen, wir müssen es noch nicht sehen. Du darfst dir immer wieder nur diesen Satz sagen und ich gehe mit meinem Satz die letzten Tage durch die Welt und sage ihn mir immer wieder und es hilft mir einfach so unglaublich und meinen Satz bekommst du auch nachher noch. Ich will dir bloß für dich nachher noch Beispiele geben, wie du dein Mantra kreieren kannst. Falls du nicht weißt, was ein Mantra ist, kein Problem. Ich erzähle dir kurz, was ein Mantra ist. Ein Mantra ist eine heilige Silbe oder ein heiliges Wort und es kommt aus dem Sanskrit. Sanskrit ist die Heiligensprache der Inder, die dieses Yoga erfunden haben, was wir im Westen gerade so schön machen, die Asanas, die Körperhaltung. Und ein Mantra ist wirklich ein Wort oder ein Satz, den wir immer wieder sagen, den wir sozusagen in unser System einpflanzen und er dann in uns schwingen darf. Und die Dankbarkeit schwingt einfach in unserem Körper so hoch. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, mein Körper schwingt überhaupt nicht und mir ist auch gar nicht positiv zumute, wird ein Mantra, was positiv gesetzt ist, einfach in deinem System etwas machen und deine Schwingung hochsetzen, ob du nun möchtest oder nicht. Deswegen musst du das Mantra auch am Anfang noch nicht spüren oder fühlen und du musst auch dein Ziel noch nicht fühlen, sondern es wird immer wieder, wenn du dieses Mantra sagst, die nächsten Tage, die nächsten Wochen, mach es so oft wie möglich, vielleicht schreibst du es dir auch nochmal auf, wird dein Körper automatisch höher schwingen. Ich gebe dir jetzt
ein paar Beispiele. Das Wichtigste ist, dass du dieses Mantra und diese Dankbarkeit schon so sagst, als wenn du schon am Ziel bist. Das heißt, dass du schon siehst, dass es so ist, auch wenn du es noch nicht fühlst. Ich weiß, das ist ein bisschen verwirrend, aber mit den Beispielen wirst du gleich einfach für dich vielleicht auch mal schauen können, was fehlt mir gerade eigentlich, dass ich mich besser fühle, oder was fehlt mir im Allgemeinen, dass du da schauen kannst, was könnte dein Mantra sein. Und ein Beispiel oder Beispiele sind: Danke, dass ich gesund bin. Vielleicht fühlst du dich gerade nicht gesund, aber dein Mantra ist: Danke, dass ich gesund bin. Vielleicht hast du gerade unschöne Haut. Vielleicht hast du Hautausschlag. Vielleicht hast du Pickel. Vielleicht ist es auch etwas anderes mit deiner Haut, dass du sagst: Danke, dass meine Haut so schön aussieht. Oder danke, dass ich mich in meiner Haut so wohl fühle. Vielleicht geht es dir gerade nicht so gut und du bist schlapp. Dann kannst du sagen: Danke, dass ich meinen Burnout überwunden habe. Oder danke, dass ich mich so fit fühle. Oder danke, dass ich mich so agil fühle. Schau mal, was da für dich passt. Danke, dass ich durch diese Situation gerade so viel über mich lerne. Danke, dass ich eine leichte und einfache Geburt habe. Danke, dass der Tag so wird, wie er für mich richtig ist. Danke, dass ich die Prüfung bestehe. Danke, dass ich mich selber liebe. Danke, dass ich meinen Traumkörper habe. Danke, dass ich mein Traumgewicht habe. Danke, dass sich der Fall XY so gut gelöst hat. Danke, dass ich das Geld von XY bekommen habe. Danke, dass ich den Job bekommen habe. Danke, dass ich dieses Jahr in die Sonne fliege. Und du merkst schon, das sind alles Sätze, wo das schon passiert ist oder ich schon das sehe, was ich gerne anziehen möchte, was ich in meinem Leben haben möchte. Du kannst diese Sätze natürlich auch umformulieren, und ich würde einfach dich mal bitten, nach der Folge vielleicht einfach mal kurz in die Ruhe zu gehen, dich hinzusetzen und mal zu schauen, was fehlt dir eigentlich gerade, was brauchst du eigentlich? Und dann zu sagen: Danke, dass XY oder das und das schon in meinem Leben ist. Und mit diesem Satz gehst du dann die nächste Zeit. Was das macht, dass du schon Danke sagst, dass das da ist, heißt, dass du in der Fülle lebst, dass du schon siehst und fühlst, dass das in dein Leben einkommen oder in dein Leben sein darf. Was wir machen, wenn wir zum Beispiel beten, manche von euch tun das vielleicht oder haben das gelernt oder haben das mal in der Kirche gelernt, dass wir sagen: Bitte, bitte mach, dass das so ist. Wenn wir sagen bitte, bitte, sind wir im Mangel. Wenn du aber sagst: Danke, dass es schon so ist, dann darf unser Körper so schwingen, so resonieren, dass es irgendwann so sein wird, dass wir das spüren. Ganz häufig gebe ich dieses Danke, dass ich gesund bin, oder Danke, dass ich mich schon so und so fühle, an meine Klienten weiter. Und ich habe manche Fälle in meiner Praxis, wo die Menschen wirklich nicht mehr sehen, dass sie wirklich wieder gesund werden. Und es ist wirklich die Hausaufgabe an alle, an euch da draußen, dieses Mantra so oft wie möglich zu nehmen und zu sagen. Gerade wenn es dir körperlich oder gesundheitlich nicht gut geht oder du irgendetwas schon ganz lange in deinem Körper hast oder etwas schon ganz lange möchtest und es nicht siehst, ist es wichtig, dass du es immer wieder sagst, auch wenn du es noch nicht spürst, weil du dann deine Schwingung umstrukturierst. Und irgendwann wird dein Körper das spüren: Ah ja, ich bin gesund. Ah ja, ich habe den Partner in meinem Leben. Ah ja, ich spüre Selbstliebe. Ah ja, ich bekomme den Job. Und was mein Mantra gerade ist, ich hatte das eben schon einmal vorgelesen, vielleicht hast du es erkannt: Danke, dass ich eine leichte und schöne Geburt haben werde.
Ihr wisst vielleicht, dass ich sehr viele Sachen schon gelesen habe zur Geburt und eigentlich war ich auch super vorbereitet und ich habe einen Hypnobirthing-Kurs gemacht, der mich wirklich in meine Kraft gebracht hat, aber es ist gerade grau draußen und ich bin gerade im Mutterschutz und alles ist gerade anders. Ich arbeite nicht mehr so viel, ich bin nicht mehr in der Praxis und das ist auch wunderbar und gleichzeitig ist mein Leben, wird es bald ganz anders und ich habe immer wieder gedacht, oh Mann, hoffentlich wird es gut mit der Geburt und bin eher in den Mangel reingegangen. Und seit ein paar Tagen sage ich wieder Danke, dass die Geburt leicht und einfach wird oder dass sie einfach so wird, wie es für mich gut ist. Und jetzt sagen vielleicht einige von euch, ja, und was ist, wenn es nicht so wird? Natürlich schwingt das unterbewusst bei mir auch. Aber was wäre, und das passiert bei mir gerade, wenn ich mein Mantra immer wieder sage, danke, dass es so ist, und es mir jetzt einfach sehr gut damit geht, dass ich nicht mehr in der Angst bin, sondern in der Liebe, dass ich wieder höher schwinge, dass es mir besser geht. Und sei es, die Geburt verläuft vielleicht doch anders, doch sehr schmerzhaft, doch sehr lange, keine Ahnung, was passieren kann, geht es mir jetzt einfach wieder so gut, indem ich immer wieder sage, danke, dass meine Geburt leicht und einfach wird. Und viele von euch sagen dann vielleicht, ja, aber das ist ja etwas vormachen. Ja, aber was habe ich davon, wenn ich die nächsten Tage, die nächsten Woche noch einfach mit Angst durch die Welt gehe? Und mein Herz ist wieder offen. Ich kann mit diesem Mantra und ich sage es mir morgens, abends, mittags, auch wenn ich manchmal spazieren gehe. Und es schwingt einfach in mir. Und du hörst es vielleicht, meine Mundwinkel sind wieder nach oben gezogen. Ich habe Lust, einen Podcast für dich aufzunehmen. Es macht halt etwas. Und ich würde dich bitten, wirklich mal zu schauen, was kann es für dich sein, was du gerade brauchst und dann sag es dir so, als wenn es schon in deinem Leben ist und mach das wirklich ein paar Tage. Das wird nicht gleich von heute auf morgen sein, vor allen Dingen, wenn du mit der Dankbarkeit noch nicht so viel gearbeitet hast. Mein Körper versteht das schon immer, ah ja, die ist jetzt wieder dankbar dafür, also ziehen wir das mal in ihr Leben. Und ich bin ganz gespannt, ob ich dir irgendwann berichten kann, ob ich eine tolle Geburt hatte, eine einfache Geburt oder was da sonst passiert ist. Natürlich würde ich mir wünschen, dass ich dir von der tollen, positiven Geburt erzählen darf. Und ja, wenn du möchtest und mehr über die Dankbarkeit hören möchtest, kannst du dir nochmal Folge 17, die Dankbarkeit wird dein Leben verändern, anhören. Und sonst hoffe ich, dass du mit diesem Dankbarkeitsquickie von heute ganz zufrieden bist, dass du einfach sagst, danke, dass es schon so ist, danke das. Und dann kommt dein Satz. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst, dass du ihn weiter verteilst, dass du ihn Leuten schickst, die das vielleicht gerade gebrauchen können, dass du dich immer wieder inspirieren lässt. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Mein Licht grüßt dein Licht, deine Jenny. Namaste.